pretty fine. Warum möchte ich über Nazis und Faschisten reden? Weil es oft den Eindruck hat, dass der Begriff Nazi oder Faschist, wo da die Unterschiede sind, kommen wir gleich noch drauf, eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Je nachdem, mit wem man redet, sind entweder ganz viele Leute Nazis und Faschisten oder keiner ist ein Nazi und ein Faschist, und es gibt Grammar-Nazis und es gibt Feminazis und es gibt Öko-Nazis, und die Frage ist, wer sind denn eigentlich die richtigen Nazis noch? Gibt es noch richtige Nazis? Weil in jeder Diskussion dauert es irgendwie gefühlt 5 Minuten, bis einer den anderen Nazi schimpft, egal ob das Thema so ein dramatisches Schimpfwort eigentlich rechtfertigt oder nicht. Ja. Und bei aktuellen politischen Debatten werden dann Fragen gestellt, wie: Hat eine Person antisemitische Inhalte geteilt oder ist eine Person ein Antisemit? Und wir würden doch eigentlich eher denken, ist es nicht relevanter zu fragen, hat jemand antisemitische Inhalte geteilt oder ist er ein Antisemit? Oder tut er diese Dinge nicht? Weil ich meine, an was für einem Punkt sind wir gesellschaftlich angekommen, wenn wir uns nur noch fragen müssen, welche Grade von schlechte Person jemand eigentlich ist? Wenn man jeden, der bei uns irgendwas nicht sehr Kluges sagt, aus der Partei ausschließen würde, oh je. Ich möchte hier natürlich keine Geschichtsstunde draus machen. Wer sich über Franco, Mussolini, Nazis im Allgemeinen, Hitler und frag mich wen informieren will, hat hoffentlich genug im deutschen Geschichtsunterricht gelernt oder schlägt einfach nochmal dank Google auf Wikipedia nach und kann alles zu diesen Zeiten erfahren, was er möchte. Mir geht es wirklich um Begrifflichkeit, um Nomenklatur, und was eben wichtig schon mal festzuhalten ist, dass jeder Nazi zwar ein Faschist ist, aber nicht jeder Faschist ein Nazi. So wie jedes Quadrat zwar ein Rechteck ist, aber nicht jedes Rechteck ein Quadrat. Was einfach immer ist zu finden, sind Extreme. In dem Fall erst recht. Wir stellen uns eine Skala vor, wie die eben von mir erfundene Hitler-Jesus-Skala zum Beispiel. Auf der einen Seite ist Hitler und auf der anderen Seite ist Jesus. Wir wissen, der eine ist ganz definitiv ein Nazi und der andere ist ganz definitiv kein Nazi. Aber wo ist dieser Punkt, und ist der in der Mitte oder an irgendeinem anderen Punkt auf dieser Skala? Wo ist der Punkt, der überschritten werden muss, damit jemand wirklich ein Nazi ist? Und wo ist der Punkt, wo man noch keiner ist, aber sagen wir mal diverse problematische Eigenschaften und oder Weltsichten vereint? Und das zu finden ist gar nicht so einfach, und wir werden auch sehen, dass es sein kann, dass es unterschiedlich ist, wo man diesen Punkt ansetzt, je nachdem, was man für Prioritäten und eigene Weltanschauung und so weiter hat. Das ist so ein bisschen wie mit einer Glatze. Also wenn man keine Haare auf dem Kopf hat, hat man offensichtlich eine Glatze, und wenn man viele Haare auf dem Kopf hat, hat man keine Glatze. Aber die Frage ist, wo ist eigentlich dieser Punkt? Wie viele Haare müssen eigentlich auf meinem Kopf sein, bis die meisten von euch sagen, der Mann hat doch keine Glatze? Oder er hat eben schon eine. Und relativ ähnlich schwierig ist es eigentlich festzustellen, wann ist jemand wirklich ein Faschist oder ein Nazi und wann ist das irgendwie nicht, sondern ist eigentlich nur vielleicht ein Arschloch. Sounds like a pig to me. No, that was just a burp. And it smells like a pig too. Well, if it looks like a pig, it sounds like a pig, and smells like a pig, it can't be a pig, right? Im Urfaschismus-Text von Umberto Eco werden diverse Punkte erwähnt, die typisch sind dafür, was Faschismus eigentlich ausmacht. Und ich will die jetzt auch nicht alle extra durchgehen, aber ich finde, ein paar davon sind sehr exemplarisch für das, was wir hier versuchen wollen. Nationalismus. Wenn du nichts mehr hast, hast du deine Herkunft immerhin noch. Sei stolz auf dein Land because reasons. Nun ist es nicht so, dass man nicht auch gute Gründe haben könnte, auf sein Land stolz zu sein, aber gute Gründe braucht der Faschist nicht. Denn das Geschickte am Nationalstolz und damit das Wichtige daran für ihn ist, dass ihn sich theoretisch jeder aneignen kann, den man damit ansprechen möchte. Und es automatisch auch eine Menge Leute ausschließt, und zwar meistens genau die, die man ausschließen möchte. Machotum. Traditionelle Formen von Männlichkeit sind dem Faschisten sehr wichtig. Das wäre sogar erstmal kein besonders extremes Problem, wenn es nicht nur Mittel zum Zweck wäre, um sich explizit gegen das Weibliche zu positionieren. Und das umfasst natürlich dann auch alles von der traditionell männlichen Norm abweichende, also Transmenschen, Schwule und generell alles Queere, kurzum alles, was nicht klassisch heteronormativ ist. Kurz gesagt, Frau am Herd, Mann an der Front, sonst nichts. Der zugleich schwache und starke Feind.
Faschisten bauen immer ein Feindbild auf. Dieses Feindbild aber ist ein sehr spezielles, denn einerseits gilt dieser Widersacher als schwach, weil er kann ja nicht so stark sein wie ein Faschist, Arier oder je auserwählte Herrenrasse of your choice, aber er ist stark nun doch wieder, denn er muss ja aus irgendeinem Grund bekämpft werden. Die frustrierte Mittelklasse. Der Faschist braucht starken Rückhalt in der Bevölkerung. Daher spricht er in der Regel die größtmögliche Gruppe an und trifft sie mit seiner Propaganda dort, wovor sie am meisten Angst hat, dem finanziellen Abstieg. Die Einwanderer nehmen euch die Jobs weg, die liegen dem Sozialsystem auf der Tasche und so weiter und so fort. Angst vor dem anderen. Es ging euch allen gut oder einfach viel besser, wenn nicht irgendeine Gruppe von Leuten, die sich von euch deutlich abheben, dem im Wege ständen. Gepflegt wird da die Angst vor dem Nicht-Deutschen generell, Sinti und Roma, dem Juden, dem Moslem, es kann theoretisch jeden treffen, muss sich nur gut von der Gruppe, die man gegen den gemeinsamen Feind vereinen will, abheben. Das ist alles. Ein paar Sachen wollte ich noch sagen, sozusagen als Fazit. Das eine ist, dass wir also hoffentlich festgestellt haben, Faschismus ist so eine Art Sammelbegriff. Also wenn man Faschist sein möchte oder Faschisten identifizieren möchte, müssen diese mehr als eine Voraussetzung erfüllen. Man kann Antisemit sein und kein Faschist. Man kann Rassist sein und kein Faschist. Man kann überkommene traditionelle Rollenvorstellungen von Geschlechtern haben und auch kein Faschist. Aber wenn diese Sachen zusammenkommen, dann ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass man ein Faschist ist. Aber wo genau eben diese Grenze überschritten wird, das ist, ich will nicht sagen subjektiv, aber es ist auf jeden Fall auch nicht ganz gottgegeben festgelegt, wann diese Grenze überschritten ist. Also in Diskussionen ist es deswegen zweitens sehr wichtig, finde ich, mit Begriffen präzise umzugehen. Nicht jeden sofort Nazi oder Faschist nennen, weil der einem nicht passt oder weil er eine etwas totalitärere Meinung hat oder eine von der Norm deutlich abweichende Meinung, wie auch immer. Aber auch, wenn man merkt, dass da mehrere Punkte zusammenkommen, die wir zum Beispiel gerade in dem Video gehört haben oder von denen man selber der Meinung ist, dass die eben typisch für Faschismus sind, dann die Sachen auch mal beim Namen nennen und auch mal sagen, dieser Mensch hat faschistische Tendenzen oder dieser Mensch ist ein Faschist. Das muss man manchmal auch einfach so aussprechen können. Und in der heutigen deutschen Parteienlandschaft gibt es zumindest eine Partei, wo man diese Begriffe irgendwie öfter braucht, ne? Ich lehne mich an dieser Stelle auch mal ein bisschen aus dem Fenster und hoffe einfach mal, dass alle, die das jetzt hier gucken, wollen, dass Faschismus in diesem Land und auch weltweit nie wieder großartig Fuß fassen kann. Und zu diesem Zweck wäre es wichtig, dass wir alle gegen Faschismus sind. Man könnte fast sagen, antifaschistisch.